Okay, wir sind zu zweit. So, Jawohl, was sagst du denn jetzt? Was? Hast du sowas schon mal gesehen? Sowas hast du nämlich noch nie gesehen. So eine Wohnung, was? Mein Gott, das sind ja richtige Affen. Du, der Mann ist so verrückt nach mir, dass er sogar das Zimmer für die Affen eingerichtet hat. Aber warum gerade Affen? Ach ja, der Herbert schwärmt doch für Affen. Die machen dem so einen Spaß. Wenn der herkommt, spielt er mit denen. Was? Den bringst du hierher in die Wohnung, den Herbert? Na und, was kann denn da schon schaden? Der Alte kennt doch den Herbert. Der ist mächtig eifersüchtig auf den. Du, das ist gut so, dass der eifersüchtig ist. Wenn der nicht so eifersüchtig wäre, hätte er mich schon längst laufen lassen, verstehst? Naja, wahrscheinlich. Ja, was heißt denn hier wahrscheinlich? Es ist schon so, wie ich sag. Der will ja sogar ein Kind von mir. Stell dir mal vor, ein Kind will der von mir. Naja, ich hätte ihm den Gefallen schon getan, aber ich will einfach keins von dem. Von dem doch nicht. Ja, und Herbert? Will er Kind? Keine Ahnung. Ich glaube, der kann keine kriegen. Ich hätte schon gern eins vom Herbert. Es klappt irgendwie nicht. Und vom Franz hätte ich auch gern eins. Was ist denn jetzt los, Mieze? Bist du mir jetzt böse? Mieze, hör doch auf! Ach, komm doch, Eva, komm doch. Ich bin doch nicht böse. Ich freue mich doch, dass du den Franz magst. Sag mal, wie gerne hast du Franz? Ein Kind willst du von Franz? Mein Gott, dann sag's ihm doch. Bist du denn jetzt verrückt geworden? Was ist denn los mit dir, Mieze? Sag's mir jetzt glatt ins Gesicht. Willst du mir den zuschanzen, den Franz? Aber wieso denn? Ich will doch behalten, das ist doch mein Franz. Aber du bist doch oben meine Eva. Was bin ich? Meine Eva. Sag mal, Mieze, bist du schwul? Gar nicht. Ich hab dich einfach gern. Ich hab das vorher ja nicht so genau gewusst. Aber vorher, wie du das gesagt hast, dass du das Kind von dem Franz haben willst, da hab ich's plötzlich ganz genau gewusst. Ja, und genau da bist du plötzlich tückisch geworden. Tückisch? Wieso denn tückisch geworden? Ist ja schon gut, Mieze. Lass mir das. Komm. Du willst wirklich ein Kind von dem Franz haben? Was ist denn bloß los mit dir? Sag, Eva, willst du eins von ihm oder nicht? Nee, ich hab's bloß so gesagt. Das stimmt nicht. Du willst doch eins haben. Du sagst jetzt bloß, dass du keins von ihm haben willst. Aber du willst eins haben. Oh, das ist so schön, dass du ein Kind von dem Franz haben willst. Oh, so schön ist das. Ich bin so glücklich. Oh mein Gott, bin ich glücklich. Bist doch schwul, Mieze? Nee, Eva, ich bin nicht schwul. Wirklich, ich hab noch nie eine angefasst. Aber mich willst du doch anfassen. Ja, aber weil ich dir so lieb hab und weil du ein Kind haben willst von dem Franz und das sollst du haben, Eva. Das Kind von meinem Franz. Komm, Mieze. Bist ja verrückt. Ich sag doch nicht nein. Du willst da eins haben. Bitte, bitte, bitte. Du musst mir versprechen, dass du ein Kind So, Mieze, von dem das Franz trinkst du bekommst. jetzt. Komm. Vielleicht kann man jetzt wieder was Vernünftiges mit dir reden. Kann man da immer. So,
So, Mieze, jetzt sag's mir aber endlich, wie gefällt's dir denn hier? Wie soll ich ihn schon finden? Es ist schön. Aber gleichzeitig so fremd. Na schön. Sag doch mal den Franz, ja? Den hast du doch wirklich gern. Ja. Komm, Kleine, setz dich her. Ich meine nämlich, wenn du wirklich gern hast den Franz, dann musst du auf den Jungen schon aufpassen. Der läuft da immer rum mit diesem Willi, dem Lausebengel. Und der ist nicht gut für ihn. Der gefällt dir neben der Willi. Und dir? Mir? Mir gefällt er auch. Wenn er Franz gefällt, dann gefällt er mir eben auch. Keine Augen hast, weil du noch zu jung bist. Der Umgang ist doch nicht gut für einen Franz, das sage ich dir. Und der Herbert sagt's auch. Ist doch ein Lausebengel, der Willi, der verführt ja den Franz. Mensch, Mieze, hat denn der an dem einen Arm noch nicht Druck? Wieso? Wie ist der irgendwann? Ist ja irgendwas los, um Gottes Willen? Dankeschön, Ilse. Ich gehe jetzt einkaufen, gnädige Frau. Der Herr Kommerzienrat kommt ja wohl doch heute Nacht zurück. Ach ja, Ilse, kaufen Sie doch Flundern für morgen. Sie wissen ja, die hat er so gern. Ich versuch's, gnädige Frau. Mein Gott, Eva, jetzt spannen wir doch nicht so auf die Folter. Sag mal doch, was los ist. Sag mal's doch. Mein Gott, Mieze, das ist doch das Problem. Ich weiß ja gar nicht, was los ist. Ich lauf doch nicht hinterher hinterm Franz und du doch auch nicht. Haben wir beide keine Zeit dazu. Aber was sagt er denn so, der Franz, wo er hingeht? Da musst du doch irgendwas sagen, oder? Ach nee, nicht weiter. Das ist bloß Politik. Und davon versteht er Siehst nicht. du, Politik macht er uns sonst nichts mit den Kommunisten und den Anarchisten und so ein Gesindel, die keine Hose auf dem Hintern haben. Mit sowas läuft der rum. Und das gefällt dir. Dafür arbeitest du. Nur dem Franz nicht sagen, geh da oder geh dorthin. Das kann man doch nicht, Eva. Mieze, das eine sage ich dir. Wenn du zu jung wärst, hättest du jetzt ein paar hinter die Löffel kriegen. Auf einmal hast du nichts zu sagen. Wer soll er denn noch mal unter die Räder kommen, der Franz? Der kommt schon nicht unter der Rede. Weiß ich schon auf. Mieze, das musst du doch nicht so zu Herzen nehmen, was ich da gesagt habe. Das war doch nicht so gemeint. Ist doch bloß, du sollst ihn mit dem dusseligen Willi nicht rumlaufen lassen. Das ist doch so ein gutmütiges Schaf, der Franz, weiß doch. Der soll sich lieber um Pumps kümmern und um den, der schuld ist mit seinem Arm, verstehst? Ja. Ich werde versuchen, dass ich aufpasse. Weißt, Mieze, dir gönn ich den Franz. Und sonst keine einzigen. Doch ihr Hauptmann, der Guido, gut und edel denkend war. Doch ihr Hauptmann, der Guido, gut und edel denkend war. Und es bleibt aber, was ich sage. Ein vernünftiger Mensch glaubt nur an Nietzsche und tut, was ihm Spaß macht. Verstanden? Nietzsche.
Alles andere ist Stuss, Kollege. Meine Frau ist krank. Die kann mich am Abend nicht brauchen zu Hause, muss ihre Ruhe haben. Da kann einer sich das Kneipengehen angewöhnen, wenn er eine kranke Frau zu Hause hat. Gib sie doch ins Krankenhaus. Eine kranke Frau zu Hause ist doch wohl nicht das Rechte. Sie war ja schon im Krankenhaus. Da habe ich sie schon wieder rausgeholt. Das Essen hat ihr nicht geschmeckt. Und besser ist es auch nicht geworden. Ist sie denn sehr krank, deine Frau? Die Gebärmutter ist angewachsen an den Mastdarm und sowas. Und dann haben sie sie schon operiert, aber geholfen hat es nicht zum Leib. Und jetzt sagt der Arzt, es ist bloß nervös. Und alles andere ist mehr oder weniger eingebildet. Dabei hat sie doch Schmerzen und heult den ganzen Tag. Ach so was. Der schreibt sie auch noch bald gesund. Passen nur auf. Nämlich, wenn einer kranke Nerven hat, dann ist er gesund. Du wirst doch nicht wieder politisch werden wollen, Ede. Da reden wir gar nicht von. Denk gar nicht dran. Politik bringt uns nicht hoch, nur andere. Ich will leben, verstehst du? Nur leben. Na, gib uns mal noch 4 Kümmel, Maxe. Ihm noch ein Bier dazu. In Ordnung. Ich pfeife auf den ganzen Marxismus, auf Lenin und Stalin und die ganzen Brüder. Ob mir einer Kredit gibt und wie lange und wie viel, darum dreht sich die Welt. So einfach, wie du dir das ausmalst in deinem Hirnkasten, Max. So einfach ist das auch wieder nicht. Ich brauche auch keinen Marxismus oder irgendwas von den anderen Sachen. Aber was ich nötig habe, das kann ich mir jeden Tag an den Fingern abzählen. Ich werde doch wohl noch verstehen, wenn mir einer den Buckel voll haut, was das bedeutet. Das werde ich doch wohl noch verstehen. Und wenn ich heute Arbeit habe und morgen fliege ich raus, weil keine Aufträge mehr da sind. Aber der Meister bleibt und der Chef natürlich auch. Bloß ich muss raus und auf die Straße und muss stempeln. Und wenn ich Kinder habe und die Älteste hat krumme Beine von der englischen Krankheit, wegschicken kann ich sie nicht. Vielleicht kommt sie mal in der Schule dran zur Landverschickung, aber auch nur vielleicht. Und das Schlimmste ist, lernen tun die Gören auch gerade so viel wie wir. Da kannst du dir schon ein Bild von machen. Genauso viel wie wir wird denen nichts anderes beigebracht als uns. Was soll dann anders werden? Prost. 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 Und wenn ich mal zum Doktor muss und hab Reisen, da sitzen wir zu 30 Mann im Wartezimmer. Und dann fragte mich der Herr Doktor, das Reisen werden Sie wohl schon vorher gehabt haben. Und wie lange sind Sie denn da an Arbeit? Oder haben Sie Ihre Papiere gekriegt? Mir, glaubt er, noch lange nicht. Und dann geht's zum Vertrauensarzt. Und wenn ich mal verschickt werden will, von der Landesversicherung, wofür sie einem immer Abzüge machen, kann ich dir sagen, da musst du den Kopf unter dem Arm tragen, bis sie dich da mal verschicken. Nee, Max, nee. So einfach, wie du dir das machst, so einfach ist das Ganze nicht. Und dazu braucht heute kein Mensch mehr Karl Marx. Aber Max, wahr ist es doch. Kommt, lass uns lieber zu Ende trinken. Zum Wohle. Also ich muss sagen, krumme Beine haben mehrere Leute auf der Welt. Und die haben auch kein Geld, aufs Land zu fahren. Es ist meiner Ansicht nach kein so besonderes Schicksal, krumme Beine. Hat keiner von schlimmem Schicksal gesprochen. Hab nur ganz einfach von krummen Beinen erzählt, den Mädchen hat. Und dass das ein armes Mädchen ist. Und dass sie nicht aufs Land fahren kann. Und überhaupt.
reichen Kindern. Da kommt das schon von vornherein gar nicht so oft vor. Krumme Beine. Arme und Reiche hat's immer gegeben. Sicher hat's das immer gegeben, Arm und Reich. Bloß, der soll arm sein, der Lust dazu hat. Von mir aus sollen die anderen arm sein. Ich habe nun mal eben keine Lust dazu. Das wird einem nämlich auf die Dauer zu viel, verstehst du? Wenn immer dieselben arm sind. Hier, Maxe. Danke. Hey, Franz, was ist denn? Wir wollten doch noch... Nee, lass mal, wir liegen heute früh eine Klappe hier. Du weißt doch von gestern. Warte noch ein Weilchen. Bald kommt Hammer noch zu dir. Mit dem kleinen Hattebeilchen macht er den Trost aus dir. Mir kommt doch noch lange nicht. Sie zum Vertrauensarzt verschickt werden und von der Landesversicherung für seine Arztzüge machen. Er musste schon vor begann Abendtagen sehr selten verschicken. Abends wartet noch ein Weilchen. Bald kommt wieder mit dem kleinen Angebeilten. Da ist ein halbe Tür. Trotzdem nicht verhaftet. Skandal um einen Knabenschänder. Tschechischer Jude hat 20 Knaben verführt, trotzdem nicht verhaftet. Die Skandal um Bänder einen ist angewachsen am Mastdarm. Tschechischer Jude hat 20 Operiert Knaben haben sie verführt, schon, aber trotzdem nicht verhaftet. komisch die Hoffnung bleibt. Skandal um einen Knabenschänder. Tschechischer Jude hat 20 Knaben verführt. Trotzdem keine Verhaftung. Skandal um einen Knabenschänder. Tschechischer Jude hat 20 Knaben verführt, trotzdem nicht verhaftet. Skandal. Skandal um einen Knabenschänder. Tschechischer Jude hat 20 Knaben verführt, trotzdem keine Verhaftung. Ist was? Weißt du was nicht? Wieso? Du benimmst dich so komisch, läufst rum um mich. Musst dir sagen, wenn du ein Problem hast. Ist nicht weiter. Das ist nur... Ich hab auch mal so mit Zeitungen gehandelt. Na und? Na eben, sag doch. Ist nicht weiter. Skandal! Skandal wegen eines Knabenschänders. Man lernt und die Kinder genau dasselbe wie wir. Da kann man sich ja vorstellen, was dabei rauskommt. Trinkt, trinkt, Brüderlein, trinkt. Lasset die Sorgen zu Haus. Trinkt, trinkt, Brüderlein, trinkt. Lasset die Sorgen zu Haus. Meide den Kummer und meide den Schmerz. Dann ist das Leben ein Scherz. Und wenn einer kranke Nerven hat, dann ist er gesund. Wenn einer kranke Nerven hat, dann ist er gesund. Tschechischer Jude als Knabenschänder entlarvt, trotzdem nicht verhaftet. Und dazu braucht heutzutage kein Mensch mehr Karl Marx. Aber wahr ist es doch, Meide den Kummer und meide den Schmerz, dann ist das Leben ein Scherz. Hack sie! Skandal wegen eines Knabenschänders. Was macht ein Mensch mit krummen Beinen auf dem Land? Skandal wegen eines Knabenschänders. Tschechischer Jude als Da Knabenschänder geht nicht die entlarvt, Politik trotzdem und nicht der ganze verhaftet. Mist an. Hilft mir ja doch nicht. Das hilft mir ja doch nicht. Nach Thiel. Knabenschänder entlarvt. Trotzdem keine Verhaftung. Tschechischer Jude als Knabenschänder entlarvt, trotzdem keine Verhaftung. Hey, Sie, wachen Sie auf.
darf hier nicht schlafen nachts auf der Bank. Ist verboten. Haben Sie mich verstanden? Ist verboten. Verboten. Verstanden, Herr Kommissar. Bin kein Kommissar, bin nur ein einfacher Streifenbeamter. Ja, und außerdem bin ich stolz darauf. Stolz, verstanden? Verstanden. Was machen Sie denn überhaupt hier? Warum schlafen Sie denn hier nachts auf der Bank? Haben Sie kein Zuhause oder was? Doch, ich hab schon ein Zuhause. Aber ich habe hier einen Besuch machen wollen. Wen wollten Sie besuchen? Das ist doch klar. Tegelik besuchen wollen. Mein Zuchthaus. Wo ich 4 Jahre meines Lebens gewesen bin, das ich besuchen wollen. Oh, bin ich auf einmal müde geworden. Bin ich eingeschlafen. Gucken Sie mal. Wie das da liegt, das Zuchthaus. Ja, macht Ihnen das Herz das nicht froh? Also, für mich haben Sie nicht alle. Das macht kein normaler Mensch, dass er ein Zuchthaus besucht und sich dann hinsetzt und schläft. Ich bin müde. Ich will Barbara. Ich will meine Barbara. Hab Ihnen doch gesagt, dass Sie hier nicht schlafen dürfen. Ja, wenn Sie so weitermachen, dann kommen Sie schneller wieder da rein, als Sie sich's träumen lassen. Ja, also, wo wohnen Sie? Achim von Heimstraße 32. Wie kommen Sie denn jetzt dahin? Na, wie komme ich denn jetzt dahin? Ja, für den Bus ist es zu spät. Werden Sie wohl laufen müssen. Na, ich will laufen müssen. Taxe! Taxe! Verstanden? Wie bitte? Sie müssen Ihre Arbeit machen, wie jeder Mensch, Herr Kommissar. Verstanden? Verstanden! Achim von Heimstraße. Verstanden. Verbrecher. Goldene Blumen in einer grauen Zelle, die der Mensch nicht gewaschen hat, weil seine Zunge mit einer grünen Tomate gelähmt. Die Bedeutung einer neuen Frisur kann mit der Freiheit des Dass er das jetzt Lebens wieder in anfängt, mir- der Trinken, hat er schon mal aufgehört. Ja, ja. Ach, so oft kommt's ja nur auch nicht vor, Frau Bast. Vielleicht hört er ja auch bald wieder auf. Hab ich auch gedacht damals. Eine als grüne der aufhört, Blume was aufzuessen passiert mit der bedeutet Ida. den Tod. Und Das war ganz der anders Tod, gewesen mit der Ida. Der Tod ist die Freiheit und der Tod ist in Ordnung. Und in Ordnung ist die Ordnung und die Ordnung ist organisiert. Und die Freiheit ist der Tod und ist die Ordnung. Und die Ordnung ist keine Freiheit. Und die grünen Blumen, die... Haben Sie denn in dem Blühen Zustand nicht die ganze mehr. Zeit draufgeschleppt? Was hätte ich denn machen sollen? Hätten Sie doch geklingelt. Die Ida hat immer bei mir geklingelt. Oh! Och, Mensch. Sie überhaupt nicht mehr bewegen? Nun lassen Sie doch schlafen. Im Sessel hat er oft geschlafen. Das ist er gewöhnt. Franz. Mann, hör, da wacht er auf, komm da ins Bett. Franz, ist doch bequemer. Und sparen Sie sich die Mühe, Fräulein Mietze. Das hat jetzt keinen Zweck mehr. Nur eins müssen Sie wissen, in dem Zustand, da schnarcht er noch viel lauter als sonst. Das macht man nicht aus. Im Gegenteil. Ich hab das jetzt gerne, wenn er schnarcht. Ja, Liebe muss sind. Gute Nacht auf alle Fälle. Ja. Franz. Mein lieber Franz. Hörst du mich denn nicht? Hörst du mich denn ja nicht mehr? Franz. Meine Zeitung, die hat viele Buchstaben. Und die Buchstaben, die sind schwarz.
Das Auto ist schwarz und die Bäume sind rot. Rot ist das Blut. Die Freiheit ist keine Ordnung. Die Ordnung, die ist schwarz. Schwarz wie das Auto. Und schwarz wie das Auto sind meine Buchstaben meiner Zeit. Mein J. Mietzen und schimpf doch mal ordentlich mit mir. Aber sag doch endlich was. Kann es nicht ertragen, wenn du nichts sagst. Was hat er denn getan? Weil ich mal verspätet habe gestern, oder? Nun sag doch mal, Mieze. Ist es das, weil ich mal gestern verspätet habe, oder? Nee, Franz. Es ist deswegen, weil du dir unglücklich machst. Und wieso mache ich mal unglücklich? Weil du dir mit Leuten einlässt, wo es einfach nicht gut für dich ist. Du meinst mit dem Willi? Zum Beispiel. Mensch, nun kick mal doch wieder an. Mieze! Franz, mach doch keine Politik mehr. Ich mach doch überhaupt ja keine Politik. Gehst du auch nicht mehr in so Versammlungen? Also, wenn du es nicht willst, bitte. Sprichst du mir das? Also, jetzt reicht's mal. Ja, was ich immer gesagt habe, dabei bleibt es denn auch. Überhaupt. Hast ja recht. Mir geht es doch gut. Was geht mich das an? Und was geht mir auch die Politik an? Wenn Menschen so dusselig sind und sich ausbeuten lassen, was kann ich denn dafür? Warum? Warum soll ich mir denn den Kopf zerbrechen für andere Leute? Danke. Oh, danke. Also ich hab das nie gemerkt, dass das so wichtig ist für dich. Die Politik, die Versammlungen und so. Ich hab noch nicht gesagt. Aber jetzt ist ja alles gut. Was ist denn jetzt noch? Du stehst ja schon wieder da. Du hab gedacht, dass wir hier beide zusammen in Ruhe frühstücken. Jetzt stehst du schon wieder da und machst so eine Fresse. Franz. Ja, Ich wollte dir nicht früher erzählen, aber wovon sprichst du denn eigentlich? weil ich warten wollte, bis es ganz sicher ist. Naja, nun hast du schon mal angefangen und mach mal weiter. Ist ja nichts Schlimmes, Franz. Es ist nur, ich hab einen Herrn kennengelernt. Was hast du? Ich hab einen Herrn kennengelernt und der will es für Fester, verstehst du? Na, wie der Eva ihrer. Und der ist auch beinahe so reich wie der Eva ihrer. Und der ist schon verheiratet und das ist eigentlich noch viel besser. Verstehst du? Also einen für Fester. Und der hat Geld. Und der ist reich und der ist verheiratet. Und du druckst so rum. Da steckt da was dahinter. Da steckt da irgendwas dahinter. Nee, Franz, da ist nichts dahinter, wirklich nicht. Das
Das ist doch das erste Mal gewesen und da habe ich nicht gewusst, wie ich dir sagen soll. Und dann hat er gesagt, dass er mir eine kleine Wohnung mietet und da wollte ich erst abwarten, ob er es wirklich tut. Jetzt hat er es gemacht und jetzt habe ich gedacht, jetzt muss ich es dir sagen. Und wie Franz, das ist alles. Da ist nicht mehr. Franz! Oh, Franz, bitte, bitte. Glaub mir doch. Da ist nicht dahinter. Jetzt geht man doch wieder an, Franz. Ist da wirklich nicht dahinter? Mensch, du kannst halt schon ganz schön Schrecken einjagen. Ist aber nur, weil du mir nie was glaubst. Das liegt wohl daran, weil du eine Frau bist. Was ist denn jetzt schon wieder? Warum beeilst du denn so? Hast du was vor? Nee, ist nicht weiter. Ist nur, ich muss mal doch die Wohnung ankicken. Die habt ihr da ja nicht gesehen. Und außerdem... Ja? Und was ist außerdem? Außerdem kommt die Eva um 11. Na und? Da hätte ich eben auch schon viel früher mit dir drüber reden müssen. Worüber denn noch? Mieze. Was ist? Ich hab was ausgemacht mit der Eva. Ich hab mit der Eva ausgemacht, dass sie ein Kind kriegt von dir. Wie wir darüber geredet haben, die Eva und ich, da bin ich ganz glücklich geworden. Und richtig überreden habe ich ihr müssen und betteln. Und dann hat sie ja gesagt. Also doch. Ich hab doch gewusst, dass was dahinter ist. Du willst mal also loswerden. Nee! Ich will ja nicht loswerden! Doch gemerkt, dass was dahinter steckt. Ich hab doch gemerkt, dass was da... Still. Schlachtvieh. Schlachtvieh bin ich. Und einen Arm habe ich bloß. Schlimmer als Schlachtvieh. Weil was so eine Sau tun wird, wenn sie in den Kurven kommt, das kann man sich schon denken. Immerhin hat so eine Sau es besser als ein Mensch. Weil sie nämlich nur aus einem Stück Fleisch und ein Stück Fett ist. Und was weiter mit der passieren kann, das ist nicht viel, wenn nur das Futter langt. Höchstens, dass sie doch mal werfen kann. Und am Ende ihres Lebens steht das Messer. Und das ist auch nicht besonders aufregend. Denn bevor so ein Vieh was merkt, und was merkt so ein Vieh schon, da ist es schon hin. Aber der Mensch, der hat Ohren. In dem steckt mehr drin. Und das alles durcheinander. Der kann den Teufel denken und der muss denken. Denn der muss denken, weil er diesen schrecklichen Kopf hat. Und der wird immer denken, was passieren wird. Was heißt, hör auf? Was heißt, ich soll nicht so reden? Ich hab dir gefragt, was das heißt. Ich frag dich, was das heißt. Das ist ganz einfach, dass das alles nicht stimmt, was du gesagt hast.
Ich will da nicht loswerden. Im Gegenteil. Ich hab da lieb. Und ich glaube, dass ich dir immer lieb haben werde. Aber ich bin beim Arzt gewesen. Schon einmal in Bernau und dann noch zweimal in Berlin. Die haben alle 3 das Gleiche gesagt. Dass ich nie ein Kind haben werde. Nie. Wie die Eva gesagt hat, dass sie eins möchte. Und dass das mit den Herbert nicht geht, offensichtlich. Und von den Ollen will sie keins. Höchstens von dir. Oh, Franz, da war ich ganz glücklich. Da kriegte ich Wehen vor Glück. Weil dann hätte ich nämlich auch eins. Und deswegen ist das alles nicht wahr, was du gesagt hast. Herein. Das Fräulein Eva ist da, Herr Bieberkopf. Warum lassen Sie denn nicht rein? Wie man so fragt, weil es für ihn so ein bisschen laut war. Und da dachte ich, Das ist schon gut, Frau Bast. Aha. Hat sie es dir gesagt? Warum lachst du so? Weil wegen der Situation. Jetzt sind wir schon so oft beisammen gewesen. Aber so wie jetzt war es noch nie. Magst du? Machst mir das hinten bitte auf, das bringe ich allein nicht auf. Beeil dich, der hupt doch schon hysterisch. Ja, ich mach ja schon. Komm, lass mal durch. Ja, ich komm hier schon. Und, wie geht es immer? Ach, nicht weiter. Das Leben zieht sich so hin, Tag für Tag.
Heute kommt was, dann verpasst man's. Morgen kommt wieder was, dann vergisst es wieder. Es passiert immer was mit ihm. Das Leben wird er schon richtig machen. Du, Herbert, hältst du mal bitte davon beim Dorfmann? Weißt, ich habe einen Unterrock bestellt, den könnte ich ja dann gleich abholen. Wie du ja nur immer schikanieren kannst. Unterrock. Unterrock ist doch was Menschliches, entschuldige mal. Willst du auch? Nein, danke. Und du sollst auch nicht so viel saufen. Ich höre wohl nicht richtig. Wie bitte? Guck mal, was bist du gewesen? Zeitungshändler. Und jetzt? Ein Arm hast du nicht mehr, dafür hast du deine Mieze, dein Auskommen. Musst du nicht wieder anfangen zu saufen, wie damals bei der Ida? Das kommt nicht in Frage. Wenn ich saufe, dann saufe ich aus Langeweile. Da sitzt du und was machst du? Da trinkst du. Pass mal auf. Da trinkst du einen, dann trinkst du noch einen und noch einen. Und außerdem, ich vertrag's ja. Ja, sagst du, du verträgst es. Schau dir doch mal einen Spiegel an, wie deine Augen aussehen. Was ist mit meinen Augen? Jetzt denke wie ein alter Mann. Du machst dich alt mit dem Trinken. Vom Trinken wird man alt. Und nun lass mal, du hör mal auf mit dem Thema, ja? Was heißt, hör mal auf mit dem Thema? Ja, du auch mit dem Saufen. Ja, warum soll ich denn nicht saufen, Herbert? Was wollt ihr denn alle von mir? Ich kann doch nicht, ich kann nicht. Ich bin doch ein 100% der Invalide. Jetzt mäkelt alle an mir rum. Der eine sagt, ich soll nicht saufen. Der andere sagt, ich soll nicht mit dem Willi gehen. Und der andere, Mensch, lass bloß die Politik. Ja, die Politik. Mein Gott, wenn du das nicht lassen kannst, das ist nicht so schlimm wie das Saufen. Mensch, kick mal doch an, Herbert. Ich bin doch ein Krüppel. Ich bin doch so eine Stütze. Nun mach mal halblang. Sag das doch mal der Eva. Oder der Mieze. Dafür das Bett. Dafür bin ich in Ordnung, ich weiß. Aber sonst... Und kick mal, Herbert. Du bist doch was. Du machst doch was, du und die Jungs. Na und du? Wenn du durchaus willst, kannst du mit deinen Einnahmen auch Geschäfte machen. Ach, was? Hat die Mieze auch nicht gewollt. Hat sie mal breit geschlagen und klein gekriegt. Dann fang halt wieder an. Jetzt heißt es, fang wieder an. Fang an, hör auf. Wie ein kleines Hündchen. Rauf auf den Tisch, runter vom Tisch und drauf auf den Tisch. Mensch, ich bin ein Krüppel, Herbert. Gib da den Ärmel an, da ist nichts drinne. Was meinst du, wie meine Schulter nachts wehtut, dass ich nicht schlafen kann? Dann gehst du halt zum Doktor. Will ich nicht. Will ich einfach nicht. Will vom Doktor nicht wissen. Dann musst du halt der Mieze sagen, dass er mit dir wegfährt. Raus aus Berlin, in eine andere Luft. Nee, nee. Lass mal lieber saufen, Herbert. Wenn du das mit der Mieze genauso machst wie mit der Ida damals? Was? Na, hast du denn nicht genug von deinen 4 Jahren? Sag mal, du hast sie wohl nicht alle. Ich hab sie nicht alle. Ach, das war jetzt schwierig. Zuerst haben sie es nicht gefunden, haben sie gesagt, sie haben es überhaupt nicht bestellt. Und jetzt haben sie es ja doch gefunden. Sagt sie mal, ist irgendwas los mit euch? Herbert hat gesagt, ich soll nicht saufen. Was? Das hast du wirklich gesagt? Ja, das habe ich wirklich gesagt. Bist du verrückt? Warum soll er denn nicht saufen? Mensch, du siehst ja gar nichts. Soll es wieder so kommen wie früher? Du spinnst halt den Mund! Mensch, hört doch mal auf und fahrt mal lieber nach Hause. Ist sie da? Ja, ist gerade nach Hause gekommen. Mieze! Mieze! Was ist? Oh, Mieze, Mieze, mein Einziges. Sag mir nur eins. Und ich sauf wieder auf. Ja, sicher, aber nicht so viel. Aber ich darf saufen. Ja, natürlich. Aber eben nicht so viel. Weil das ist ja auch ungesund, oder? Und willst du da vielleicht nicht auch mal besaufen? Mit dir. Mensch, Mieze, du willst da mit mir besaufen? Aber du warst doch noch nie besoffen, oder? Doch. Doch?
Franz. Saufen wir uns. Komm, gleich. Und da steht Franz neben ihr. Sein liebes Mädel, sein gutes Mädel, ist so klein neben ihm. Die kann er in seine Jacke stecken. Sie umschlingt ihn, er hält sie um die Hüfte mit seinem linken Arm und da ist Franz weg. Nur eine Sekunde, sein Arm liegt um ihre Hüfte geschlungen und ist ganz starr, aber in Gedanken hat Franz mit dem Arm eine Bewegung machen müssen, sein Gesicht ist dabei steinhart. Er hat in Gedanken ein kleines Holzinstrument in der Hand gehalten und von oben her einen Schlag gegen Mieze geführt, gegen ihren Brustkorb, einmal, zweimal und hat ihr die Rippen zerbrochen. Krankenhaus, Friedhof, Tegel. Sagt ich soll nicht saufen, warum sagt ich soll nicht Politik? Sagt er mal. Nichts. Hier. Alles gut. Verzeihung, ich bin herausgekommen. Für Sie, Frau Mietze, ein Herr Freimund.
gut. Socken reinlassen. Wer ist denn das? Das ist er. Wer? Oh, Franz, der mit der Wohnung. Den hat ja ganz vergessen. Ach so, ja. Komm, steh auf, Franz. Passt. Schicken Sie mal rein. Oh. Darf ich reinkommen? Ja, kommen Sie mal rein. Vielen Dank auch. Ich habe die ganze Zeit gewartet. Und dann habe ich gedacht, vielleicht... Ja, ich wär auch gleich gekommen. Also, das ist der Franz. Das ist mein Mann. Und das, Franz, das ist der Georg. Guten Tag. Guten Tag, Herr Bieberkopf. Entschuldigen Sie vielmals, aber ich muss Ihnen leider einen Link gegeben. Die Rechte, die hat er zeitlich wie gesegnet. Ja, dieser schreckliche Krieg. Ja, dieser schreckliche Krieg. Ist eine reizvolle Person, Ihre Frau. Ja. Das weiß ich. Ja, natürlich. Sie wissen das. Also, für mich ist es ja fast das Reizvollste an der Frau, wenn sie sich anzieht. Wenn sie sich anzieht? Ich weiß, es ist seltsam. Eine Frau macht so schöne Bewegungen, wenn sie sich anzieht. Eigentlich schöner als ausziehen. Finden Sie nicht auch? Ja. Doch, wenn man es so betrachtet. Natürlich nur, wenn man es so betrachtet. Sie wollen ausziehen mit Mieze? Ja, natürlich. Hat sie Ihnen das nicht gesagt? Ich wollte 2 bis 3 Tage. Nee. Nee, davon hat sie mir nichts gesagt. Na, dazu hätte er ja keine Gelegenheit gehabt. Entschuldigen Sie mal ein Momentchen. Oh, bitte. Soll ich vielleicht hinausgehen? Nee, ist ja nicht nötig, wirklich nicht. Setzen Sie sich doch hin. Danke. Wenn das so geht, was habe ich denn überhaupt noch von dir? Was soll ich machen? Nichts. Schieb ab. Franz, warum weinst du denn? Schieb ab! Schrei doch nicht so, Franz, bitte. Hör auf zu weinen. Du sollst abschieben, habe ich gesagt. Tut die Schulter so weh? Von was tut mir denn die Schulter so weh? Mir haben sie nämlich den Arm abgehauen. Einfach weg. Weg damit, diese verfluchten Hunde. Mein Arm ist ab. Und das haben die gemacht. Die. Dann haben sie mal liegen lassen. Und jetzt tut das weh. Da hättest du aber gleich die ganze Schulter mit abreißen können. Dann könnte sie jetzt nicht mehr wehtun, die Schulter. Aber umgebracht haben sie mal nicht. Das ist ihnen vorbeigelungen. Da haben sie kein Glück gehabt bei mir. Aber so ist es doch auch nicht gut. Das kann ich liegen. Niemand ist da. Keiner hört, wenn ich brülle.
wenn mir die Schulter wehtut und der Arm. Hätten wir doch gleich ans Tod schlagen sollen. Was bin ich denn jetzt noch? Ich bin doch bloß noch ein halber Mensch. Ich kann es nicht mehr aushalten. Ich bin ruiniert. Was soll ich denn machen? Was soll ich denn bloß machen? Das ist doch meine Arbeit, Franz. Ich muss die